Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Häkeln mit Elli. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen so eine Tasche häkeln. So sieht auch der Boden aus. Und natürlich habe ich auch Innenfutter angenäht mit 2 Taschen. So, die Breite von dem Boden hat die Tasche 14 cm. Die Länge ist 34 cm. Von da bis da hat die Tasche 22 cm. Von der höchsten Stelle bis zu den Boden 27,5 cm und die Breite hat die Tasche 41 cm. Also so klein ist sie nicht. Man kann auch schon einige Sachen mit haben. Ich muss dieses Video in 2 Teile teilen, also es kommt Teil 1 und es kommt Teil 2 raus für diese Tasche, weil ich ja auch Schritt für Schritt erklärt habe und das Video ist relativ lang geworden, knapp bei 2 Stunden oder schon sogar über 2 Stunden und deswegen musste ich das einmal teilen. Aber trotzdem wünsche ich euch jetzt Spaß und so eine Tasche zu häkeln. Ich habe für die Tasche genommen Textilgarn, 3 Rollen davon und ich habe die Farbe Cappuccino, ein Jackenreißverschluss, der hat die Länge 55 cm, Gitarrengurt mit Karabiner, 2 D-Ringe, Schere, Taschenfüßen, Häkelnadel Nummer 5, die ganze Tasche damit werde ich häkeln und die Häkelnadel Nummer 4 später die ganzen Faden zu verstecken, paar Maschenmarkierer und so ein Gitter benötige ich nachher, wenn der Boden fertig ist, das ein bisschen zu stabilisieren. Also, wenn ihr kein so ein Gitter habt oder die Taschenfüße, kann komplett ausgelassen werden. Es muss nicht so sein. Ich nehme es und ja, wie ich schon gesagt habe, falls ihr solche Sachen nicht vorhanden habt, dann muss nicht unbedingt das auch genommen werden. Dann wollen wir jetzt mit dem Taschenboden beginnen. Bevor ich anfange, Boden zu häkeln, möchte ich zeigen, wie ich mit dem Textilgarn arbeite. Das ist jetzt so eine Rolle und ich mache ein bisschen Faden so auf dem Tisch und wie ihr sehen könnt, dass es hier auch sehr, sehr flach der Schnur ist, ne? Und ich ziehe an den Faden. Dadurch verlängert sich auch ein bisschen der Schnur. Und zu vergleichen sieht er jetzt auch nicht mehr so flach, wie das Original war. So, das ist die Rückseite. Dadurch gewinnt man, ich kann leider auch nicht sagen, wie viele Meter, ne? Also, aber auch nicht so dolle ziehen, sondern kann das auch reißen. Also maximal, das ist ja dann die Stärke und wenn man ganz leicht zieht, bekommt man so eine runden Faden. Und ich werde den Boden auch nach so einer Anleitung häkeln. Habe ich im Internet gefunden und alle ovalen Boden häkele ich in diesem Prinzip. So, ich werde dann
zeigen nur eine Seite, wie es gehäkelt wird, von der runden Seite, von Oval. Diese beiden Seiten, die bleiben immer gleich und die andere Seite sieht genauso aus wie diese, also die spiegeln sich. Wir beginnen zuerst mit der Luftmaschenkette. Bei mir werde ich 23 Luftmaschen aufschlagen und dann 21 feste Maschen häkeln, und bei der 22. Luftmasche werde ich dann schon hier beginnen, unser Halbkreis zu häkeln. Das werde ich euch noch mal zeigen, und ich werde nur eine Seite zeigen, weil diese Seite auch identisch ist, dass der auch zeitlich ein bisschen schneller geht, sonst wird das Video bei 2 Stunden oder vielleicht auch bei über 2 Stunden werden. Gut, und ich zeige euch noch in diesem Video, wie man nahtlosen Übergang macht mit einem Endstück. Ich mache jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 1 Meter das Endstück. So, und dann beginne. Es ist ungefähr so ein bisschen mehr als 1 Meter habe ich jetzt gemacht, weil dieses Endstück benutzen wir zum Übergänge bei den Boden machen, und dann, wenn wir Boden fertig gemacht haben, hoch die Tasche zu häkeln, benutzen wir auch diesen Endstück, um die Reihen zu verbinden. Wie ich schon gesagt habe, mache ich jetzt 23 Luftmaschen. Die erste Masche zähle ich mit. Das ist jetzt das Endstück, das ist jetzt Arbeitsfaden. Also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass wir 23 Luftmaschen haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einen Screenshot machen. Ich werde den Boden in den Strickmuster häkeln, und wie ich schon gesagt habe, hier mache ich dann die Luftmaschenkette aus 23 Luftmaschen, und die erste Reihe häkeln wir. Das ist die Kette, drehen die einmal auf die Rückseite, und hier sind die Schlingen, und unter jede Schlinge machen wir eine Masche. Die erste wird übersprungen. Wir fangen bei der zweiten an. Und machen die erste Masche. Dann bei der zweiten. Dritte. Vierte und so weiter. Da unser Strickmuster ist, möchte ich, dass meine Maschen auch richtig gut aussehen. Deswegen lege ich den Faden mit der Rückseite, das ist ja die gerollte Seite, immer auf den Finger. Nicht andersrum. Immer auf den Finger. Und jedes Mal, wenn ich jetzt die Masche mache, kommt der Faden mit der Vorderseite raus und sieht optisch besser aus, als wenn man das andersrum macht. Also ich zeige euch auch noch den Unterschied. Ich lege jetzt mit Vorderseite nach oben auf den Finger, und dann mache ich die Masche. Dann kommt die Rückseite, und wenn die Masche fertig ist, sieht eigentlich auch nicht schlecht, aber welche Maschen sehen dann besser? Die hier oder die hier? Also ich empfehle immer wieder, wenn ich gefragt werde, dass der Faden mit gerollten Seiten nach oben geht, und sehen die Maschen dann richtig hübsch aus. So, dann machen wir weiter bis Ende der Reihe, und zwar
21 Maschen häkeln. 21 Festmaschen habe ich jetzt gehäkelt und wir sind angekommen zu den Rundungen. Das ist die letzte Masche und hier die letzte Masche machen wir 3 Maschen in eine Masche. Die letzte Masche und dann eins. Und diese 3 Maschen mache ich ein bisschen länger und größer als die anderen. 2. 3. Hier ist die Öffnung entstanden. So schlimm ist es nicht. Das ist ja jetzt unser Arbeitsfaden. Das ist Arbeitsfaden. Hier unten ist das Endstück und wir ziehen an den Endstück richtig fest. Schließen dabei dann die Öffnung. Legen jetzt den Faden so und häkeln rein. Jetzt häkeln wir zurück auch 21 Festmaschen und zwar unter den beiden Schlingen. Nicht vergessen, diesen Faden mitzunehmen und reinzuhäkeln. Und so häkeln wir bis Ende der Reihe 21 feste Maschen. 21 feste Maschen habe ich jetzt fertig, bin auf der anderen Seite angekommen und dann am Endstück müsst ihr ein bisschen ziehen, nicht zu fest, sonst rollt es sich alles zusammen. So, das ist jetzt die letzte 21. Masche und das ist ja die erste, die wir angefangen. Und hier zwischen könnt ihr auch diese Masche sehen, unterdurch gehen, nicht vergessen den Faden auch verlegen, häkeln wir 3 Maschen. 1, 2 und die letzte. 3. So, normalerweise werden wir immer die dritte, jetzt die letzte Masche mit dem Arbeitsfaden schließen. Aber dass wir jetzt mit dem Endstück unsere Reihe beenden, das heißt, mach wieder auf, dann nehme das Endstück und ziehe das Endstück durch diesen beiden Schlingen. So. Wenn die Masche hier, die letzte Masche zu lang ist, ich ziehe dann an den Arbeitsfaden und sieht die genauso aus wie alle anderen. Dann, das war die erste Masche und hier ist die querliegende Masche oder Kette. Ich gehe unter durch, nehme wieder das Endstück und ziehe auf die Rückseite. Von der Rückseite gehe ich unter diesen beiden Schlingen durch in die Mitte von der oberen Masche, hole mir den Faden, immer noch das Endstück und ziehe dann auf die Rückseite.
So haben wir jetzt die Reihe mit dem Endstück nahtlos verbunden. Der Boden wird bestehen aus 7 Reihen. Die erste Reihe haben wir schon gemacht. Wir beginnen dann mit der Reihe Nummer 2. Das Endstück kommt jetzt zur Seite. Ich werde noch ein paar Mal zeigen, wie die Reihe beendet wird mit dem Endstück. Aber ich zeige euch noch mal hier, wie auf dem Bild. Diese Seite und diese Seite verändert sich nicht. Also ich habe hier 21 Luftmaschen und hier habe ich 21 Maschen. Es ändert sich nur dieser halbe Kreis. Na, hier werden ja dann Maschen verdoppelt und das werde ich euch noch mal zeigen. Gut, wir beginnen mit der Reihe Nummer 2, gehen in die erste Masche. Wie ich schon gesagt habe, ich mache das mit Strickmuster. Hol den Faden und mach so die erste Masche und weiter in jede Masche eine Masche häkeln. Bis Ende der Reihe 21 Maschen. So, 21 Maschen sind jetzt fertig. Bin jetzt an dieser Stelle angekommen und hier müssen wir jede Masche verdoppeln. Also wir haben hier 3 Maschen, häkeln wir dann daraus 6 Maschen raus. Also in jede Masche 2 Maschen häkeln. Einmal, zweimal und dreimal. Dann wieder 21 feste Maschen häkeln. Und hier die letzten 3 Maschen werden wir wieder verdoppeln. So, 21 Maschen habe ich jetzt fertig und hier werden auch die Maschen verdoppelt. Also die erste Masche wird verdoppelt. Die zweite. Und die letzte Masche, das ist die hier. Auf der Rückseite hat sie nur eine Seite und das ist ja die rechte Seite und die linke Seite gibt es ja nicht. Also ich meine, wenn auf der Rückseite die Masche aussieht, dann hat sie rechte und die linke Seite und hier hat sie nur die linke Seite. Also die erste häkeln wir ganz normal und die zweite Arbeitsfaden rausholen, Arbeitsfaden zur Seite legen, dann nehmen wir unser Endstück und ziehen dann komplett raus. So, das ist die erste Masche, das ist die zweite und hier ist die Kette, gehen unter, durch, nehmen uns dann das Endstück und ziehen auf die Rückseite.
Von der Rückseite gehen wir mit der Häkelnadel hier unter durch, unter die beiden Schlingen, holen uns den Faden und ziehen wieder auf die Rückseite. Reihe Nummer 2 ist jetzt beendet, auch mit dem Endstück Reihe abgeschlossen. Beginnen mit der Reihe Nummer 3, erste Masche und so weiter, 21 Maschen bis zu dieser Rundung. 21 Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Wir sind zu der Rundung angekommen. Bei der Reihe Nummer 3 müssen wir die erste verdoppeln, dann eine Masche häkeln, dann verdoppeln, eine Masche häkeln. Nochmal. Verdoppeln, eine feste Masche, eine verdoppeln, feste Masche, eine verdoppeln, feste Masche. Also insgesamt 3 Mal. Erste verdoppeln, dann eine Masche häkeln, dann wieder eine Masche verdoppeln, eine feste Masche und ein letztes Mal eine Masche verdoppeln, und eine Masche häkeln. Und dann häkeln wir wieder 21 feste Maschen bis zu der Rundung. Dann macht ihr wieder eine Masche verdoppeln, eine Masche verdoppeln, eine Masche verdoppeln, eine Masche. Und wie das nahtlosen Übergang geht mit Endstück, zeige ich euch nochmal. So, ich habe 21 feste Maschen gehäkelt und habe eine Masche verdoppelt, eine Masche verdoppelt, eine Masche und dann die letzte Masche verdoppeln. Und dann die letzte Masche. Das ist die einzelne Masche. Dann nehme ich das Endstück und ziehe dann das Endstück durch die beiden Schlingen raus. So, dann gehe ich zwischen der ersten und zweiten Masche unter diesen beiden Schlingen, hole mir das Endstück und ziehe dann auf die Rückseite. Dann unter diesen beiden Schlingen gehen, wieder das Endstück nehmen und auf die Rückseite ziehen. So haben wir wieder nahtlos die Reihe beendet. Schön an den Endstücken und den Arbeitsfaden ziehen, dass alle Maschen gleich aussehen, und wir beginnen mit der Reihe Nummer 4. Feste Maschen häkeln, und auf der Stelle werde ich euch
diese Seiten nicht mehr zeigen und diese Seite auch nicht. Ich habe jetzt mehrmals schon gezeigt, wie der nahtlose Übergang mit dem Endstück geht. Zeige ich euch nur diese Seite und dies genauso wie diese. Also wir häkeln jetzt Reihe 4, 21 Maschen, dann zeige ich euch, wie es weiter hier die Maschen verdoppelt werden, dann wieder 21. Die Verdopplung machen wir genauso auf der Seite wie auf diese, machen nahtlosen Übergang, häkeln wieder 21 Maschen und bei der Reihe 5 zeige ich, wie es geht. Reihe Nummer 4, 21 Maschen habe ich jetzt gemacht, dann kommt 2 einzelnen Maschen, 1, 2, eine Masche verdoppeln und das dreimal. Wieder 2 einzelnen Maschen, eine Masche verdoppeln, 2 einzelne Maschen, eine Masche verdoppeln. So, 2 einzelnen Maschen, eine Masche verdoppeln. Wieder 2 einzelnen Maschen, eine Masche verdoppeln. Und letztes Mal 2 einzelnen Maschen, und eine Masche verdoppeln. Wir häkeln jetzt 21 Maschen, machen das gleiche, was wir hier gemacht haben. Nahtlos Übergang machen, Reihe abschließen und mit Reihe 5 anfangen. 21 Maschen häkeln und wir sehen uns wieder bei der Rundung. Reihe Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also die erste Masche verdoppeln, 3 einzelne Maschen. Eine Masche verdoppeln, 3 einzelne Maschen und noch eine Masche verdoppeln, 3 einzelne Maschen. Die erste Masche wird verdoppelt. Dann 3 einzelne Maschen. Wieder eine Masche verdoppeln. Drei einzelnen Maschen. Und das letzte Mal eine Masche verdoppeln. Und 3 einzelnen Maschen. Dann wieder 21 Maschen häkeln und auf der Seite machen genauso wie auf der Seite, nahtlosen Übergang, wieder 21 Maschen häkeln bei der Reihe Nummer 6 und wir treffen uns dann wieder bei der Rundung. Reihe Nummer 6,
21 Maschen sind jetzt gehäkelt bei der Rundung angekommen, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 einzelne Maschen, eine verdoppeln, dann 4 einzelne Maschen, eine verdoppeln, wieder 4 einzelne Maschen, eine verdoppeln und zum Schluss 2 feste Maschen. Zwei einzelne Maschen, eine verdoppeln. Jetzt 4 einzelne Maschen häkeln. Und die 4, dann eine Masche verdoppeln, wieder 4 einzelne Maschen, eine Masche verdoppeln, und 2 einzelne Maschen. ...21 Maschen bis zu der nächsten Rundung häkeln. Bei der Rundung machen wir genauso, wie wir hier gemacht haben. Nahtlos Übergang machen, Reihe Nummer 7 beginnen und wir treffen uns bei der Rundung wieder. Reihe Nummer 7, das ist ja auch die letzte Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es wird die erste Masche verdoppelt, dann häkeln wir 5 einzelne Maschen, eine Masche verdoppeln, 5 einzelne Maschen, eine Masche verdoppeln, 5 einzelne Maschen. So, erste Masche verdoppeln. Und dann häkeln wir 5 einzelne Maschen. So, Moment. Vier und 5, dann wieder eine Masche verdoppeln und 5 feste Maschen häkeln. Die 5. und das letzte Mal eine Masche verdoppeln
und dann noch 5 einzelnen Maschen häkeln. Und so häkeln wir dann bis Ende der Reihe, schließen dann die Reihe mit nahtlosem Übergang und dann zeige ich nochmal die letzte Reihe für den Boden. So, der Boden ist jetzt fertig. Die letzte Reihe machen wir einmal rumherum eine Kettmaschenreihe. Also in jede Masche, auch bei den Rundungen, eine Kettmasche häkeln. Also, das Endstück kommt zur Seite. Wir nehmen unser Arbeitsfaden. Hier habe ich ja dann nahtlosen Übergang. Hier kommt dann unser Arbeitsfaden raus. Wenn die Masche verdreht ist, könnt ihr einmal wenden und dann in jede Masche häkeln wir eine Kettmasche. Und das machen wir bis Ende der Reihe. So, ich habe jetzt bis Ende der Reihe angekommen und bei der letzten Masche gehe ich mit der Häkelnadel rein, aber diesmal hole ich mir das Endstück raus, gehe durch die Masche und ziehe den Faden komplett raus. So sieht es aus. Dann gehe ich unter der ersten Kettmasche beiden Schlingen durch, hole das Endstück und ziehe dann auf die andere Seite raus. Von der Rückseite muss mit der Häkelnadel hier rauskommen. Dann hole ich den Faden und ziehe auf die Rückseite. So, der Boden ist jetzt fertig. Der sieht jetzt einmal so schief und krumm. Habt ihr auch bitte keine Angst. Das ist normal. Das passiert mit jedem Stoff, egal ob das Baumwolle ist, Polyesterschnur oder Textilgarn. Wir legen jetzt den Boden irgendwo hin und bügeln das mit den Dampfbügeleisen von beiden Seiten und formen das auch in eine schöne Form. Dann legen wir irgendwas Schweres oben drauf und lassen es für ein paar Stunden ruhen, dass der Boden auch diese glatte Form annimmt. Also durchbügeln, abwarten, dass das auch sich austrocknet. Also wenn man mit dem Dampfbügeleisen bügelt, dann wird es auch ein bisschen feucht. Also sobald das alles fertig ist, treffen wir uns wieder. Mein Boden ist jetzt komplett fertig. Ich habe sogar auch die Taschenfüße gesetzt und diesen Gitter habe ich auch schon rausgeschnitten und angenäht. Und der Boden ist jetzt nicht mehr so wackelig, der ist ein wenig stabiler geworden. Ich habe das nicht auf dem Video gezeigt. Ich erkläre euch, wie das so ungefähr funktioniert. Ihr nehmt das Gitter, fertigen Boden, legt das drauf und markiert komplett rumherum, wie der Boden ist. Dann ausschneiden, oben drauf legen
und gucken, dass der Gitter nicht rausguckt. Falls ja, dann müsst ihr das einmal nochmal kürzen, weil wir diese Schlingen bei der ersten Reihe von der Wand, von der Taschenwand, brauchen werden. Also das darf nicht zugenäht sein. So, und dann mit ganz einfachen Stichen, also ich habe Nähnadel genommen, passende Farbe von Naht und dann angenäht. Stich für Stich, ganz normale Stiche. Also mal gucken, ob es hier zu sehen ist. Ja, da ist zu sehen. Habe dann reingestochen und da wieder raus und so angenäht. So, ich hoffe, ich habe es deutlich erklärt, wie es gemacht wird. Aber wie ich schon gesagt habe, falls ihr sowas nicht vorhanden habt, müsst ihr nicht nehmen. So, ich habe ja schon auch Maschen markiert, wo wir auch bei den Wand verdoppeln werden die Maschen. Und zwar 6 Maschen, 3 von einer Seite und 3 von der anderen Seite werden verdoppelt. Ich habe hier die Mitte eingesetzt, den Markierer, dann habe 5 Maschen auf eine Seite gezählt, bei der 6. habe ich eingesetzt. Bei der Seite genauso 1, 2, 3, 4, 5 und bei 6 habe ich eingesetzt. Bei der anderen Seite habe ich es genauso gemacht. Okay, dann beginnen wir mit unseren Mustern an den Taschenwand. Ich habe noch vergessen zu sagen, wie lang der Boden ist. Also 35 cm und die Breite 15,5. Dann wollen wir beginnen. Wir nehmen jetzt unser Arbeitsfaden. Das Endstück kommt zur Seite und beginnen die erste Reihe mit ganz normalen Maschen. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Schlinge von hier und eine Schlinge, hat sie jetzt versteckt, die untere. Moment. So soll es aussehen. Und dann hängen wir die erste Masche. Die zweite genauso unter diese Schlinge und unter die andere Schlinge. Und die erste Reihe bitte nicht zu fest häkeln. Dann, wir gehen wieder unter diese Schlinge und unter diese. Und häkeln dann eine feste Masche. Und so machen wir weiter bis zu den ersten Marker. Ich bin jetzt bei den Marker angekommen und hier werde ich diese Masche verdoppeln. Und dann 5 einzelnen Maschen häkeln bis zu den nächsten Marker.
und 5 und wieder die Masche verdoppeln. Dann wieder 5 Maschen häkeln, bei den Marker die Masche verdoppeln, wieder einzeln den Maschen häkeln und da wo die Marker sind, die Maschen verdoppeln bis Ende der Reihe und dann zeige ich, wie es weitergeht. Bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und mache jetzt noch die letzte Masche und die schließe ich mit dem Endstück, genauso wie wir auch das bei den Boden gemacht haben. Genauso machen wir es auch hier bei dieser ersten Reihe. So, die Vorbereitungsreihe ist jetzt fertig. Wir beginnen mit dem Muster und insgesamt von diesem Muster müssen wir 20 Reihen häkeln. Wichtig ist, dass wir jetzt einmal durchzählen die Maschen und das muss gerade Zahl sein. Das ist sehr wichtig. So. Ich beginne jetzt mit der ersten Reihe von den Muster und häkle die erste feste Masche. Ich achte jetzt darauf, dass der Faden mit der Vorderseite auf dem Finger liegt und nicht mit dem Rückseite. Also jetzt einmal umstellen, die Vorderseite soll auf dem Finger liegen. So, die erste feste Masche ist jetzt fertig. Dann ich überlasse jetzt eine dieser feste Masche, gehe ich in die nächste und zwar so mit der Häkelnadel, hole den Faden und mache so eine Masche. Die nächste Masche, feste Masche, häkel ich hier rein. Dann wird diese Masche ausgelassen, gehe ich in die nächste, wieder zwischen diesen beiden Faden, hole den Faden und mache die Masche. Gehe ich wieder hier rein, mache die feste Masche und bitte nicht zu fest häkeln. Dann wieder eine diese Masche auslassen, in die nächste. Und so machen wir dann diese Masche. Dann eine feste Masche. Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, wie diese Maschen heißen. Verdrehte, gedrehte, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Ahnung habt, könnt ihr mir dann nachher in Kommentare schreiben, wie diese Muster oder wie diese Maschen heißen. Dann eine auslassen, in die nächste. Und so weiter häkeln wir dann bis Ende der Reihe. Was ich noch vergessen habe zu sagen, und zwar der Faden
habe ich beim Bodenhäkeln ganz leicht rangezogen. Diesmal ziehe ich maximal an den Faden, aber so, dass das nicht reißt, ne? Also richtig dolle maximal am Faden ziehen. Es wird ja auch relativ sehr, sehr dünn werden, zu vergleichen. Wieder eine Masche auslassen und diese Masche häkeln. Ich achte auch darauf, dass der Faden jetzt auch hier richtig rauskommt. Dann wieder eine feste Masche. Wie die feste Masche ist, das ist ja eigentlich egal. Hauptsache diese große Masche sieht ja dann auch besser aus. So, wenn wir Faden rausholen, dann die Vorderseite kommt auch gleich raus hier und sieht ja auch relativ gut aus, als die mit der Rückseite dann rauskommen wird. Und so machen wir jetzt bis Ende der Reihe. Bin jetzt am Ende der Reihe angekommen, machen noch die letzte Masche. Und die letzte Masche wird so gemacht. Ich nehme jetzt den Arbeitsfaden, lege auf die rechte Seite, halte mit dem Finger fest, nehme das Endstück und beende dann diese Masche mit dem Endstück. So, wir schließen jetzt mit nahtlosen Übergang die Reihe zu. Das ist die erste Masche, das ist die 2 Schlingen, wo wir mit der Häkelnadel unter durchgehen, holen uns den Faden und ziehen auf die Rückseite. Von der Rückseite und wieder rausziehen. Und so haben wir diese Reihe auch mit nahtlosen Übergang beendet. So, die Reihe Nummer 1 vom Muster haben wir mit einer festen Masche angefangen. Die nächste Reihe, also die Reihe Nummer 2, beginnen wir mit dieser Masche. Das heißt, ich gehe jetzt unter diesen beiden oder naja, wie sagt man das? Keine Ahnung. Also ich gehe hier zwischen, nehme jetzt Arbeitsfaden und mache dann die erste Masche. So, dann eine Masche und dann kommt wieder diese große Masche. Dann wieder eine feste Masche. Und diese feste Maschen bitte nicht zu fest häkeln, dass ihr nachher bei der nächsten Reihe ohne Probleme hier
greifen könnt. So. Und so häkeln wir weiter bis Ende der Reihe, und bei dieser Reihe zeige ich euch nochmal, wie die Reihe beendet wird. Also Masche zu Masche häkeln bis Ende der Reihe. Die Reihe Nummer 2 ist jetzt auch fast fertig. Ich mache noch ein paar Maschen. Da wir die erste große Masche gemacht haben, zum Schluss müssen wir dann ganz normale feste Masche häkeln. Und die beende ich wieder mit dem Endstück und schließe die Reihe mit nahtlosen Übergang. So, die Reihe Nummer 2 ist jetzt auch fertig und wir beginnen mit der Reihe Nummer 3, und zwar mit der festen Masche. Und dann häkeln wir da Reihe zu Reihe, dass wir insgesamt 20 Reihen hochgehäkelt haben. So, am Ende dieser Reihe zeige ich nochmal, dass wie mit dem Endstück nahtloser Übergang gemacht wird, und dann wie die vierte Reihe mit so eine Masche beginnt. Die dritte Reihe ist jetzt auch fast fertig. Machen noch ein paar Maschen. Und das ist ja die letzte Masche in dieser Reihe. Arbeitsfaden mache ich jetzt auf die rechte Seite, nehme das Endstück und so beende ich diese Masche. Dann ziehe ich am Endstück raus und verbinde mit nahtlosen Übergang die Reihe. So, die Reihe ist jetzt auch beendet und beginnen mit der Reihe Nummer 4 und machen dann diese verdrehte Masche, gehen in die erste feste Masche, die wir gemacht haben, in die dritte Reihe und
10 Faden und so machen wir dann diese erste Masche. Dann die feste Masche, diese verdrehte Masche, wieder die feste, verdrehte, die feste und so weiter. Ich empfehle euch nach jeder Reihe einmal so durchzumachen. Da werden dann die Wände oder die Wand auch nochmal in richtige Form gemacht. Und ja, wenn es hier so zusammengezogen wird, kann man ja auch schön ziehen. Und wichtig ist, macht diese feste Maschen nicht zu fest. Wenn ihr die zu fest macht, dadurch wird sie auch relativ klein. Und wenn ihr unter durchkommen könnt, das ist ja schon super, aber entstehen dann auch richtig dicke Löcher. Ne? Also achtet bitte darauf, dass diese Masche nicht zu fest ist. Okay, dann häkeln wir jetzt Reihe zu Reihe nach oben, dass wir insgesamt 20 Reihen haben.